Okay, guys, so because of this, we need your help. Genau, und dann kommt der Typ mit der Axt und greift dich an. Du hast ja weggeschoben sozusagen. Und du blockst ihn mit deinem linken Arm, genau so. Nee, warte. Warte, muss ich überlegen. Ich habe in der Vergangenheit schon öfters Filme gedreht mit meiner Filmgruppe Paralight Works. Aber es waren immer irgendwie kleinere Projekte, immer irgendwelche Kurzfilme für YouTube halt, irgendwie unter 10 Minuten. Und dann dachte ich mir, na, ich würde gern so wie Hollywood mal von vorne bis hinten einen komplett großen Film machen. Egal wie lang es dauert. Und dann dachte ich mir, wie wäre es mit Mad Max? Tatsächlich haben wir beim ersten Treffen gequatscht und da habe ich gesagt, ja, das wären so 12 Drehtage und dann ist es machbar. Und wir drehen alles in einem Steinbruch und es passt. Dass es nachher 29 waren. Damit hat niemand gerechnet, dass es so groß geworden ist, auch finanziell und dass so viele Leute dazu gekommen sind. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich dachte, wir knacken nicht die 20 Leute, die da mitwirken. Ich bin zu diesem Projekt gekommen, weil ich an einem 30. Dezember 2020 auf Instagram unterwegs war und ein Foto eines Interceptors gesehen habe. Und weil ich wusste, dass dieser Interceptor in Heidenheim steht, meine Heimatstadt, dachte ich, das ist eine Requisite, um die herum man perfekt einen Film drehen könnte. Da wurde ziemlich schnell klar, Adrian und ich teilen die Leidenschaft für Mad Max. Er eben vom Auto her und ich eben von der ganzen Welt und von der Geschichte und was man da eben alles so visuell machen könnte. Und haben dann festgestellt, dass wir eine sehr ähnliche Geschichte drehen wollten. Und zusammen mit seinen Fragmenten, die er mir geschickt hat, habe ich dann im Januar 2021 auch schon den ersten Entwurf präsentieren können. Der noch mit Staub? Aha. Der mit richtig viel Staub. Okay. Dieser erste Entwurf wurde dann ziemlich schnell schon, ohne das Wissen der anderen, in ein Storyboard verwandelt. Weil ich so gedacht habe, auch wenn wir das schon mal machen und sei es eben nur eine Einmal-im-Leben-Situation, dann will ich das so machen wie bei Fury Road, wo da auch der komplette Film in Storyboard-Form geplant und vorvisualisiert wurde. Alter! Alter, du hast es richtig binden lassen. Alter, Erik. Oha! Geil. Alter, Erik. Ich habe mich ja schon gefragt, was diese Überraschung so ist, gell? Das ist gar nicht die Überraschung. Hast du es aufgenommen? Ich habe es aufgenommen. Als Adrian mich gefragt hat, ob ich bei seinem Mad Max-Film Kamera machen will, habe ich mich so wahnsinnig gefreut. Ich wollte schon immer mit Adrian ein Projekt zusammen machen und als ich dann noch erfahren habe, dass Erik auch mit dabei ist, hat es mich unglaublich gefreut und ich bin da sofort mit Elan eingestiegen. Ich hatte auch von dem Interceptor schon gehört und habe dann die Storyboards gesehen und er war komplett Feuer und Flamme. Hold it. Okay, and go. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2
Der erste Drehblock ist einer der wenigen Drehblöcke, die bei Sonnenschein und bei Wärme, um nicht zu sagen Hitze, anstanden. Unter heftigster Hitze in einem Steinbruch war nicht ohne. Ich war anfangs ein bisschen skeptisch, weil ich keinen Kindertheater-Fanfilm machen wollte. Aber das Drehbuch war originell und die Geschichte war originell und wir hatten sehr schnell sehr gemeinsam Lust, was Neues zu schaffen, was in der Welt existiert, aber seinen eigenen neuen Blick mitbringt. Die Jacke und dieser Gürtel, alles, was Max trägt, beeinflusst die Körperlichkeit enorm und beeinflusst, wie du läufst, wie du dich bewegst. Und das war ganz toll. Da hat das Kostüm ganz doll informiert, wie es sich in Max Schuhen anfühlt. Es war tricky, die Kampfszenen zu machen, weil die Lederhose nicht besonders bewegungsfreundlich ist und mehrfach gerissen ist auch. Und die Stiefel waren so eng, dass die einzige Möglichkeit, da reinzukommen, war ohne Socken und dann mit Vaseline um die Füße und so in die Stiefel. Das ging. Also es ist natürlich beeindruckend, wie jung die Crew ist und trotzdem dieses Production Value halt an den Tag legt. Also einfach nicht jetzt nur die Technik, aber auch die ganze Ausstattung und dieser Traum dahinter irgendwie. Die Motivation einfach, diesen Drive. Es ist anders. Science-Fiction, Endstimmung, dementsprechend andere Wunden, andere Narben, andere Vorbereitungen. Vor allem Ziernarben, Brandnarben, andere Wunden, Ganzkörperschminke, komplette weiße Schminke, extrem lange Schminkzeiten, pro Statist 2 Stunden circa. Beziehungsweise, wir haben Wunder vollbracht, wir haben weniger gebraucht. Sie hat mir den Bolt geschmiert. Und ich habe ihn geschlagen. Startet es natürlich, dann... Was? Ist das nicht Spaß nur? Oder ist das ernst? Positiv, nee, also definitiv die Leute. Der Zusammenhalt, die Community und dass wir einfach so ein geiles Projekt auf die Beine stellen. An einem Wochenende, wo andere Leute chillen. Weiter geht's. Let your little brother what it means to question the order of Das Spannende am ersten Drehblock war natürlich auch für uns alle der Crash. Der Crash war für mich ultra wichtig im ersten Drehblock, dass wir dem Zuschauer nachher einfach zeigen, dass wir halt richtig draufhauen. Und gucken! Die Frage, wer den Interceptor fährt, war auch schwierig, weil wer will irgendwie für einen Film in einem wirklich nicht sicheren Auto irgendwo dagegen fahren. Und dann dachte ich mir, das Auto habe ich gebaut, also übernehme ich die Verantwortung dafür. Das ist mein Film, also übernehme ich die Verantwortung dafür. Und da will ich keinen anderen mit reinziehen. Ja, tatsächlich ist kurz vor dem Dreh, oder während dem Dreh besser gesagt, und kurz vor der Szene mit dem Crash, nach den ersten Fahrtszenen, der Motor kaputt gegangen. Und zwar ist ein Kolben explodiert. Einsetzen. Da standen wir also und 2 Stunden lief gar nichts. Der Drehplan vollkommen über den Haufen geworfen. Die Hitze hat uns wirklich die Haut verbrannt. Und wir haben uns nur gefragt, wie zum Kuckuck sollen wir das, was wir für die 2 Tage disponiert hatten, noch irgendwie umsetzen können.
Einer unserer Warboys kam auf die Idee und hat gesagt, hey, komm, wir ziehen die Karre einfach mit einem Seil. Hell to the yeah. Wichtig ist, dass niemandem was passiert ist und dass es mir dann trotzdem noch gut ging. Da ist Weltuntergang. Der Himmel wird ein bisschen dunkel gerade. Wir sind gerade ein bisschen versucht am Abbauen, versuchen ein bisschen Kombination aus alles fertig zu drehen, aber gleichzeitig uns gegen das Unwetter zu wappnen. Ja. Besser als Sonne, oder? Ja, besser als Sonne, aber es muss auch halten. Wir haben noch ein paar Takes zu machen. Euren Warboy-Take. Darf ich jetzt kurz gehen? Ein Take, der davor kam, und wenn es regnet, ist der Film vorbei. Was hat die Vorhersage gesagt? Unwetterwarnung. Ich hab keinen Bock mehr. Wir haben es geschafft, Mann. Aber, ja. Auf das, dass wir fertig geworden sind. Auch noch. In der letzten Minute vor der Apokalypse. Also vor 3,5 Jahren hätte ich niemals gedacht, dass das Projekt wirklich so existiert, wie es jetzt existiert. Ich glaube, keiner von uns hat jemals gedacht, dass es so eine Reise nimmt und so ein Ausmaß annimmt. Und wir hatten ja ursprünglich mal gedacht, naja, die Produktion wird vielleicht ein Jahr dauern. Aber dann kam mit jedem Drehblock irgendwie mehr Wahnsinn dazu. Und jeder Drehblock hat dieses Projekt noch mal so viel größer gemacht und uns auch so animiert, noch mal irgendwie weiter über die Grenzen zu gehen. Und es ist total irre, wie das sich entwickelt hat und was daraus geworden ist jetzt. Spielt es kurz davor oder kurz danach? Gleichzeitig. Also ist es derselbe Moment, okay. Der geht nämlich ein Stück weiter. Der geht ein Stück weiter. Ja, wir waren zuständig für die Props, für den Stollen. Das heißt, wenn im Stollen irgendwas gefehlt hat, was die Location nicht bieten konnte, haben wir versucht, das eben nachzustellen. Also ob es jetzt eine neue Wand war oder ein Tunnel, den es nicht gab. Oder ob es jetzt ein Skelett ist, was irgendwo von der Decke hängt. Sind wir die Leute. Ja, also was wir für den Stollen gebastelt haben, war zum Beispiel ein Stützbalken, die dann auf Schauspieler fallen sollen. Das heißt, da muss man aufpassen, dass es leicht genug ist und niemand zu Schaden kommt. Zudem haben wir Steine noch zusätzlich. aus Beton. Steine gebaut, die noch auf dem Balken lagen, genau, die aber auch noch mit runtergebrochen sind. Die nicht aus Beton. Also die runterfallenden Steine haben wir aus Hartschaum angemalt. Dass diese ganzen Sachen stehen, das braucht eben eine gewisse Zeit. Und dann rennen aber verschiedenste kostümierte Leute rum, die nichts sehen wegen den Masken. Und und bleiben dann teilweise auch hängen an diesen Holzkonstruktionen. Ja, da kommt man schon ins Schwitzen. Und
Bitte! Alter, wie geil war das? Die größte Herausforderung war, dass wir bis spät in die Nacht die Requisiten noch bauen mussten, weil wir am nächsten Tag in der Früh direkt die Requisiten gebraucht haben. Genau, dementsprechend waren das schon sehr lange Nächte und wir hatten jetzt auch nicht so viel Manpower, dass wir da super in der Zeit lagen, sondern wir waren da schon ordentlich im Verzug. Aber mit dem richtigen Willen und der guten Motivation, da kann man alles schaffen. Also der Stollen war eine super spannende Location und das Herausforderndste war auf jeden Fall der Brunnenschacht, der 9 Meter tief war und wir hatten auch noch 1 Meter Wasser drin stehen. Das heißt, wir mussten erstmal einen zweiten Boden einziehen und haben wir einen Tag lang gebaut und dann halt auch Lotti, unsere Schauspielerin, da runter abgeseilt. Lotti war die perfekte Besetzung, also an sich die perfekte Besetzung, weil sie halt auch total Lust hatte, in diesen Brunnenschacht runterzugehen. Also sie hat nicht etwa gesagt, oh je, da habe ich irgendwie Sorge davor oder habe ich Angst davor, da irgendwie runterzuklettern, sondern als sie es gehört hat, war sie sofort Feuer und Flamme. Ich glaube, es waren ja 8 Meter tief und ich saß da, glaube ich, so 2-3 Stunden drin und es war dann auf Dauer schon kalt und irgendwie ja, auch ein bisschen gruselig. Für jeden erfolgreichen Take gibt es 2 Gummibärchen. Und A. Come on. Mr. Pets. I'll pull you up. You get the bear. Wo ist die Nivea? Ich lass dir das Seil runter, du bindest die Nivea dran. Lotti hat mal was ganz Süßes zu mir am Set gesagt. Da standen wir gerade Pizza essend irgendwo draußen in der Kälte und da hat sie so zu mir hochgeguckt und meinte, weißt du, was ich cool finde? Du bist die wichtigste Person hier. Ist zwar faktisch vollkommen unkorrekt, aber du weißt, was sie meint. Aber du behandelst andere nicht so, als wärst du die wichtigste Person hier. Und das fand ich richtig sweet, das hat mich sehr berührt. Und sie lag natürlich falsch. Und Bella zündet. Und Action! Dieses Projekt ist sehr klein gestartet und immer größer geworden. Ich hatte noch nie Action vorher gemacht und hatte total Lust auf diese Herausforderung. Es ist wichtig, dass wir alles echt gemacht haben. Und das heißt, wenn wir jetzt einen Autocrash gemacht haben, dann klar war alles drapiert, das Auto, aber es geht halt darum, dass wir dann echt reincrashen. Ich glaube, Practical Effects sind halt heutzutage super selten geworden im Film. Aber ich denke, das verleitet oder gibt unserem Film dieses gewisse Etwas, was halt, ich sag mal, unbezahlbar ist oder was man einfach vorzeigen kann. Bei dem 3. Drehblock wurde es dann richtig kalt. Wir haben im Winter gedreht in einer alten Werkstatt ohne Isolierung, weshalb wir Unmengen an Dieselheizer im Einsatz hatten. Glücklicherweise hat dieser Drehblock auch den großen Fight beinhaltet, weshalb uns zumindest deshalb dann warm wurde und zusätzlich sehr viele Funken und sehr viel Feuer, was zumindest für sehr kurze Zeit für ein bisschen Aufheizen gesorgt hat. 4, 3, 2, 1, Das Besondere an dem Projekt ist,
dass es von vornherein klar war, dass dieses Projekt ein Fanprojekt ist und dass jeder Mensch, der bei diesem Projekt mitarbeitet, das aus reiner Leidenschaft tut. Und ich glaube, das hat dem Film auch so gut getan und dadurch ist dieser Film so geworden, wie er geworden ist. Weil dadurch, dass wir auch bei diesem Projekt jeder kostenlos mitgearbeitet hat, hat es bedeutet, dass jeder nur dabei war, weil er Lust drauf hatte. Der 4. Drehblock war der herausforderndste von allen Drehblöcken, weil wir mitten in der Wildnis gedreht haben, auf einem verlassenen Flugplatz, in einem Hangar, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Toiletten, ohne jegliche Art von Infrastruktur. Wir mussten uns alles von Grund auf aufbauen. Das heißt, wir mussten Laufwege durch den Wald mit Paletten bauen. Wir mussten Strom an den Mann bringen. Wir mussten das Catering von langer Hand planen. Die Fahrtwege zu den Unterkünften waren ewig. Und irgendwie diese Isolation da draußen hat einfach dafür gesorgt, dass wir total zusammengerückt sind. Nicht nur, weil wir eben so abgeschnitten waren von allem, sondern weil es auch einfach bitter, bitter kalt gewesen ist. Und wir immer gesagt haben, nach diesem Drehblock waren wir nie wieder ganz Mensch. Aller Anfang ist schwer. Wir kennen es ja von anderen Drehs schon. Aber wir kommen langsam in Fahrt. Denke ich mal. Schau dann. Diese Dreckskarre will einfach nicht fahren. Jeden Drehblock macht irgendwelche Probleme. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass uns das eigentlich keiner glaubt, dass die Leute so gefroren haben. Die Krankenbettszene, wo Daniel oben ohne im Bett lag, es war irre und es war, glaube ich, absolute Folter und eine Qual. Und jede Probe hat in den dicksten Winterjacken stattgefunden. Dass wir da gut durchkamen und dass niemand krank wurde, ist wirklich unglaublich. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe wirklich den größten Respekt vor der Crew und vor dem Cast, die trotzdem alles gegeben haben bei diesem Drehblock und bei diesem Film generell, aber bei diesem Drehblock, an dem uns die Kälte wirklich aufgefressen hat. Ich bin wegen des Caterings hier. Ich auch. Ansonsten spiele ich den Maximilian. Ja. Was macht der so? Der ist Schrauber und hat eine Tankstelle, aber es läuft nicht gut. Und er sucht Benzin. Ah. Hallo Lisa. Ich denke, das Schwierigste ist zum Beispiel wie in Allstedt, weil wir dann so viele Leute haben und die müssen alle nach was aussehen. Dort dann mit den Sachen, die man da hat, dann wirklich auch für jede Szene neue Leute zu erfinden. Oh, Liebe! Und bitte! Die Komparsen an diesem Drehblock, die haben auch alles gegeben. Die sind durch die Kostüme von Willi und durch diese unglaubliche Welt, die wir in diesem Hangar erschaffen haben, sind die richtig aufgelebt, haben ihren eigenen Charakteren Leben verschafft. Und ich glaube, dass man, obwohl diese Komparsen nur im Hintergrund sind, dass man das trotzdem spürt. Eine sehr große Herausforderung bei diesem Drehblock war das Tor des Hangars. Dieses Tor war 20 Tonnen schwer und sobald es einmal geöffnet war, konnte man es nur sehr, sehr schwer schließen. Und zwar mit einem Panzer, der zufällig auf diesem Flugplatz rumstand und einem von dort gehört hat. An einem der Drehtage war das Hangartor morgens offen. Wir mussten es aber geschlossen haben, damit dieser Tag überhaupt stattfinden kann. Die Person mit dem Panzer war aber nicht am Set. Wir haben es dann mit 2 Autos versucht, die wir hintereinander gebunden haben.
Und mit qualmenden Kupplungen und sehr viel Hoffen und Beten hat es tatsächlich am Ende geklappt, dieses Tor zu schließen mit sehr vielen Versuchen. Und das war ein großes Fest, weil wir dann mit etwas Verzögerung diesen Drehtag starten konnten. Oh ja. Ja, Erik. Und jetzt, meine Lieben, ist ein ganz besonderer Moment erreicht. Moment. La Moment. Lotti und Inken sind beide abgedreht. Der 5. Drehblock war der längste Drehblock mit 2 Tagdrehtagen und 7 Nächten. Und vor allem die 7 Nächte hatten es echt in sich. Heute drehen wir von 10 bis 5 oder so. Dann räumen wir auf. Geile Stirnlappe. Wie so von einem Zahnarzt oder so. Ja, genau. Da braucht es eine gute Wahl. Und die noch brav letztes Jahr. Wir hatten 6 Stunden Dunkelheit, weil wir im Sommer gedreht haben und mussten in dieser Zeit künstlich einen Mond erschaffen. Wir mussten riesige Hänge in diesem Steinbruch beleuchten und ich glaube, es ist schwer zu begreifen, dass jedes einzelne dieser Bilder, die wir da erstellt haben, eine unglaubliche Herausforderung waren. Was auch sehr herausfordernd war, war bei Nacht in einem Steinbruch zu sein. Und in diesem Steinbruch die Kamera an einem viel zu kleinen Quad hängen zu haben und mit der Kamera möglichst nah an den Boden zu kommen, um auch diesen klassischen Mad Max Look zu generieren, der in den ersten 3 Teilen oft vorkommt, vor allem, wo die Kamera einfach sehr nah am Boden ist. Und den wollten wir erzeugen und mit einer Art und Weise, wie es halt einfach total verrückt war, weil es war einfach nicht dafür ausgelegt. Welches Bild, das ist ganz schwierig, weil es gibt ja verschiedene Arten, warum ein Bild schwierig ist. Es gab zum Beispiel die Explosion, die wir halt nur ein einziges Mal drehen konnten, weil wenn die Explosion passiert ist, hätte es Unmengen an Zeit gebraucht, die wieder aufzubauen. Wir haben heute nur einen einzigen Versuch, um dieses Auto in die Luft zu jagen. Deswegen filmen wir mit 5 Kameras, vielleicht sogar 6. Wir schauen mal, weil es keine zweite Chance gibt. Es muss alles sitzen, deswegen wird jetzt umfangreich geprobt. Und dann schauen wir, wie es knallt. Mindestabstand zu dem ganzen Ding, auch von den Fahrzeugen 5 Metern. Normalerweise ist das ganze Ding nach oben gerichtet, aber es kann passieren, dass da irgendwelche losen Teile wegfliegen, Steine, die rumliegen. Das tut einfach weh. Muss nicht sein. Wir haben insgesamt 6 Kameras heute aufgebaut. Das hier ist die wichtigste, die A-Kamera. Dann eine zweite Kamera steht da hinten. Eine steht hier oben. Eine befindet sich im Auto.
Und dann haben wir noch 2 weitere, da sind die Positionen noch nicht ganz festgelegt, aber die werden auch tendenziell hier um das Gelände hier vorne drauf sein. Let's go. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also gesehen habe ich eigentlich gar nichts. Es war geschützt hinter mir. Also es ist nur in den hinteren Teil im Auto gesprungen. Und da war so eine Schutzfläche zwischen uns. Ich habe es gehört, es war sehr laut, aber eigentlich gar nicht gesehen oder gespürt. Und ich habe nur am Ende gesehen, wie es von Videos aussah. Es war richtig cool und sehr groß. Am Ende wurden wir mit der großen Explosion belohnt, die uns alle wahnsinnig glücklich gemacht hat, weil da ein Großteil des Films dann abgedreht war damit. Und dafür sind alle nochmal zusammengekommen. Mit Wolfgang im Schnittraum zu sitzen, war eine wahre Freude, weil hier jemand dazu kam, nachdem wir schon 5 Drehblöcke im Kasten hatten, der sich eben den Assembly vorgenommen hat und das ganze Material nach 1,5 Jahren eben auch mit frischen Augen betrachten konnte. Im Schnitt haben wir dann aber auch festgestellt, dass die ganzen Sequenzen, die eben auch schon gebordet waren mit den Flügen und mit der Wüste und den Wracks und der versunkenen Stadt, dass die absolut notwendig sind, um die ganzen Elemente und Szenen, die schon gedreht wurden, miteinander zu verbinden. Es war klar, wir brauchen, um diesen Film rund zu machen, brauchen wir noch Aufnahmen in der echten Wüste. Und dann hatten wir überlegt, irgendwie Dänemark vielleicht und Braunkohletagebau, aber nee, am Ende wurde es Spanien, weil das ist die wirkliche Wüste. Wir haben Freudensprünge gemacht, als wir Leute gefunden haben, die bereit gewesen sind, den Interceptor auf den Hänger zu packen und damit einfach Tausende von Kilometern zurückzulegen, um ihn dann dort in der Wüste für uns abzuladen. Mit der Firma, die uns die Drohnenaufnahmen ermöglichte, war plötzlich der Film nochmal auf ein anderes Level gehoben worden, weil es sich plötzlich wie Mad Max angefühlt hat, als wir diese Strecken zurücklegen konnten und wirklich richtiger Wüstenstaub von den dicken Autoreifen unseres Interceptors aufgewirbelt wurden. In Spanien wollten wir Fahrszenen machen und eben Luftaufnahmen. Und da haben wir tatsächlich eine Drohnenfirma für bekommen, Copterwork, die uns am Ende wirklich die 50.000 € Kamera durch die Luft geflogen haben. Was unglaublich ist, weil diese Aufnahmen, die machen den Film wahnsinnig viel reicher.
jetzt auch tiefer gehen? Sind wir auch tiefer? Geht es, dass wir noch tiefer Wir sollten uns vielleicht anders positionieren. Der Spanien-Drehblock war noch mal einiges an Herausforderungen, auch finanziell, weshalb wir glücklicherweise einen Co-Produzenten gefunden haben, den Daniel von Bureau Dada. Und der hat es uns tatsächlich möglich gemacht, dass wir mit dem gesamten Interceptor und Kameraequipment nach Spanien konnten und dort 5 Tage drehen konnten. Lichtquelle ist verschwunden. Tatsächlich, natürlich, wir denken nicht an Wetter irgendwie in Spanien, es könnte regnen, aber dass halt mal sich eine Wolkenfront vor die Sonne schiebt, ist eine Tatsache, mit der wir uns gerade konfrontiert sehen. Da kann auch mein Co-Produzent nichts machen. Aber er tut, was er kann. Okay, alles klar. Und go! Die letzten Aufnahmen des Interceptors haben wir bei Nacht gedreht, in einem Sandsturm, mit 2 Drohnen in der Luft. An einer Drohne war die Kamera gehangen, an einer anderen das Mondlicht, das wir geleuchtet haben. Und das war nochmal eine riesige Herausforderung, das alles zu koordinieren. Wo ist die Kamera, wo ist der Interceptor, wo ist der Mond? Und dann diese Fahrten zu erstellen, das war eine große Herausforderung, aber hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und so hat wirklich der Interceptor nochmal sein fulminantes Ende gefunden bei diesem Dreh. Dein Job heute war einfach nur rumsitzen, während ein anderer Auto gefahren ist. Ja. Du bist eigentlich ein Fahrlehrer gewesen. Ja. Ja. Das ist mir wichtig. Und da bist du auch noch auf dem Poster. Ja. Ja. Und ich bezahle. Ja. Der letzte Drehtag in Spanien hatte auch noch mal was ganz Besonderes zu bieten. Und zwar konnten wir Luna Negra für uns gewinnen. Eine spanische Mad Max-Fangruppe, die aus ganz Spanien für uns zusammengekommen ist und mit uns noch mal ganz tolle Intro-Szenen gedreht hat. Und Action! Mit Spanien konnten wir endlich abschließen, was wir 2 Jahre zuvor begonnen hatten und hatten alle Puzzleteile zur Verfügung. Wir hatten ganz tolle Aufnahmen im Gepäck und sind damit in eine Postproduktion gestartet, die es auch noch mal in sich hatte. Für den Film hatten wir über 100 VFX-Shots, weshalb der Postproduktionsprozess auch über 1 Jahr gedauert hat. Als wir noch 25 VFX-Shots übrig hatten, haben wir Pixstone Images kennengelernt, die uns dann mit dem Emerging Talent Award ausgezeichnet haben. Das bedeutet, sie haben kostenlos für uns 25 VFX-Shots bearbeitet und haben auch da wieder Wunder vollbracht. Sie haben zum Beispiel einen Steinbruch in eine Berglandschaft gesetzt und einen Sonnenaufgang erstellt aus einem Foto, das in der blauen Stunde geschossen wurde. Mit Dimitri Rodoras haben wir richtig Glück gehabt. Auch er wurde vom Mad Max Fieber infiziert und konnte irgendwann nicht mehr anders, als den Vorschlag zu bringen, hey Leute, jetzt haben wir schon den Score hier so in der Demo-Version,
Aber wie wäre es, wenn wir Teile davon mit echtem Orchester aufnehmen? Und so haben wir gesagt, okay, wir gucken mal und nehmen einfach mal eine Session mit. Und nachdem wir diese ersten 2 Minuten gehört haben, haben wir gesagt, oh wow, das ist ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und daraufhin hat er gesagt, okay, wie wäre es, wenn wir noch mal 5 Minuten aufnehmen? Wir haben gesagt, ja gut, machen wir noch mal 5 Minuten. Dabei blieb es nicht und am Ende hatten wir 15 Minuten Orchestermusik. Und mit dem Spirit sind wir dann halt am Ende bei unserem Score gelandet, der abgemischt in Dolby Atmos von Christian einfach alle Register zieht und hoffentlich die Leute allein schon für sich, wenn man sich so anhört, in den Bann zieht. Was wäre ein Mad Max-Film ohne die rührenden Motoren, ohne die krachenden Schüsse, bebenden Explosionen und einfach den ganzen Wahnsinn? Mit Saro Sahi als Sounddesigner und Volker Armbruster als Re-Recording-Mixer hatten wir eben nachher 2 Leute am Start, die den ganzen Film in Dolby Atmos zusammengefügt haben. In dem Fall wollen wir nicht nur eine Realität schaffen, sondern Leute in eine Welt transportieren, die es zum Glück so nicht gibt, nämlich ins Wasteland. Und ich denke, dass der Dolby Atmos Mix absolut maßgeblich dafür ist, dass das eben möglich ist, dass die Leute sich so transportiert fühlen. Und deswegen empfehle ich allen, unbedingt Kopfhörer zu verwenden, damit die Arbeit dieses Soundteams auch wirklich zur Geltung kommt. No. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es geholfen hat. Dass es Freunde sind, die sich entschlossen haben, einen Film zu drehen, der relativ gut geworden ist, sage ich mal. Und das alles nur entstanden ist aufgrund von Freundschaften. Und es im Endeffekt eine Art Riesenklassenfahrt war. Das Projekt macht eindeutig die Zusammenarbeit all der Talente besonders in jeder Position. Es ging nicht darum, dass ein Department gegeneinander gekämpft hat. Es ging nicht darum, dass Ellbogen ausgefahren wurden, sondern man hat miteinander gearbeitet. Die letzten Meter vom Film. Also es ist wild, dass wir da so viel rein investiert haben. Aber es hat sich gelohnt, weil das Produkt, das finde ich, lässt sich absolut sehen. Und ich würde es auf jeden Fall wieder so machen. Ich meine, es ist ein Traum und wir wissen alle, dass Träume auch nicht wahr werden können, aber manche werden einfach wahr. Also allein, ich habe es letztens gesagt zu Erik, allein die Erfahrung war es mir wert, das Geld auszugeben. Und das fertige Produkt jetzt zu sehen, den fertigen Film zu sehen, ist halt dann natürlich Wahnsinn. Ich sag, das war es voll wert. Würde ich auf jeden Fall nochmal machen.